Jenja wachte jeden Morgen auf, eingehüllt in schmutzige Decken und Pappstücke, die ihr einen vorübergehenden Schutz vor dem kalten Wind boten. Sie erinnerte sich nicht daran, wie sie auf der Straße gelandet war, und wusste nicht einmal, wie viel Zeit seit dem Umbruch in ihrem Leben vergangen war. Das Einzige, was in ihrem Herzen blieb, war die Liebe zu dem kleinen Maxim, ihrem Sohn. Jeden Tag sang sie ihm Wiegenlieder, um ihn zu beruhigen und ihm Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu schenken. Morgens stand Jenja auf und versuchte, ihre Kräfte zu sammeln. Sie wusste, dass sie Essen für Maxim finden musste. Ihre Tage verbrachten sie auf der Suche nach einem Stück Brot, und oft kehrten sie mit leeren Händen zurück. Doch selbst in den schwierigsten Momenten verlor Jenja die Hoffnung nicht. Jedes Mal, wenn sie zu singen begann, blieben Passanten stehen, um ihrer Stimme zuzuhören. Manchmal ließ jemand Kleingeld da, kostbare Münzen, die sie benutzte, um etwas Brot und Wasser zu kaufen. Eines Tages, als Jenja beschloss, auf einem belebten Platz aufzutreten, versammelte sich eine Menge um sie. Sie sang wie nie zuvor, ihre Stimme klang wie ein sanftes Flüstern des Windes, das in die Herzen der Menschen drang. Sie bewunderten ihr Talent und legten großzügig Geld in ihren Hut. Jenja spürte, dass ihr Gesang eine Einkommensquelle werden konnte, und diese Erkenntnis erfüllte sie mit neuem Lebenssinn. Sie konnte Maxim mit Essen versorgen, und das war das Wichtigste. Unter den Zuschauern war Artem, ein Geschäftsmann und Besitzer einer Kette von Musikinstrumentengeschäften. Er stand abseits und hörte zu, und plötzlich schlug sein Herz schneller. In dieser Stimme erkannte er seine Frau Jenja, die vor vielen Jahren verschwunden war. Artem hatte sie gesucht, aber alle seine Versuche blieben erfolglos. Er konnte seinen Ohren nicht trauen, als er die vertraute Melodie hörte. Als Jenja ihren Auftritt beendete, ging Artem zu ihr. Sein Herz zog sich vor Aufregung zusammen, als er ihren Namen aussprach. Jenja sah ihn verwundert an, doch in seinen Augen sah sie etwas Vertrautes. Plötzlich kamen ihr Bruchstücke von Erinnerungen in den Sinn, wie sie einander liebten, wie ihr Sohn Maxim geboren wurde. Tränen füllten ihre Augen, und sie erkannte, dass er es wirklich war. Ihr Mann, der sie niemals aufgehört hatte zu suchen. Artem umarmte Jenja, und ihre Begegnung wurde zum Beginn eines neuen Lebens. Maxim, der die ganze Zeit bei seiner Mutter gewesen war, sah neugierig auf den Mann, der seine Mutter umarmte. Artem nahm sie an die Hand und brachte sie nach Hause, in genau das Haus, in dem sie einst gemeinsam von der Zukunft geträumt hatten. In ihrem neuen Zuhause verging die Zeit wie im Flug. Sie teilten Erinnerungen, lachten und weinten, während sie sich an das erinnerten, was sie durchgemacht hatten. Jenja spürte wieder Wärme und Geborgenheit, die ihr auf der Straße so gefehlt hatten. Sie und Artem zogen Maxim gemeinsam groß, erzählten ihm Geschichten über ihre Liebe und darüber, wie wichtig es ist, niemals die Hoffnung zu verlieren. Die Familie war wieder vereint, und jeden Tag begannen sie mit Jenjas Liedern, die ihr Zuhause nun mit Freude und Licht erfüllten. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.